Trainieren ist, dass ihr zum ersten Mal den Schritt macht, der wahrscheinlich der entscheidende Schritt in der Chirurgie ist, nämlich ihr geht mit einer Intention in den Operationssaal und nehmt Gewebe weg. Und wir machen das jetzt nicht irgendwie an einem Bein oder am Darm, sondern wir machen das am Gehirn. Und in diesem Modell, was wir vorbereitet haben, machen wir es sogar auf der linken Seite, das heißt der sprachdominanten Hemisphäre. Und die Aufgabe ist, dass ihr dieses Spezialgerät, mit dem wir Hirntumoren absaugen und sehr differenziert aus dem Gewebe rausnehmen können, von der Technik her lernt. Jetzt sehen wir das Gehirn. So, da kann man noch ein bisschen Haltefahren machen. Das sieht praktisch so aus, wie ein Gehirn auszusehen hat. Wir haben schon eine Blutung gesetzt, also wir haben schon eine kleine Kontusion gesetzt. Und das, was wir jetzt machen, ist, dass wir uns den ganzen Kram überspringen mit Funktionalität. Das kommt in einem anderen Kurs. Uns einfach nur darauf konzentrieren, jetzt gezielt bestimmte Areale des Gehirns abzusaugen. Auch da sieht man es, glaube ich, relativ deutlich, dass es da knallrot wird. Ne? Hier sieht man es, glaube ich, ganz deutlich. Wenn ihr mal reinguckt in diesen Spalt nach unten, seht ihr unten den roten Tumor. Ne? Ja. Wenn ich diese Spitze mit Aktivierung über den Fußschalter auf die Gehirnoberfläche setze, sauge ich Gehirn ab. Und das Problem im Gehirn ist ja, dass der böse Tumor drin ist, der Patienten innerhalb von 3 Monaten umbringen kann. Der muss raus. Aber direkt daneben ist das Sprachzentrum, das Bewegungszentrum und unsere Psyche. Also muss ich extrem präzise arbeiten und bekomme zum Teil über meine elektrophysiologischen Untersuchungen, indem ich so eine kleine Sonde ins Gehirn führe, Informationen über die Bewegungsregion und kann und muss 1 bis 2 Millimeter nah an diese Bewegungsregion ran operieren und dabei das Gewebe absaugen. Und wenn die Kollegen das jetzt in dieser Einstellung machen würden, würden wir durch die Bewegungsregion, durch die Sprachregion in die großen Gefäße reinrauschen. Also sehr gefährlich. Und deshalb müssen wir trainieren, mit Technik, mit unterschiedlichen Parametern anzuwenden, die uns erlaubt, eben sehr präzise zu arbeiten. Das ist der Teaching Point, den wir gleich machen. Dafür gibt es 2 Übungen. Die erste Übung, die wir machen, ist, dass ihr mit dieser hohen Einstellung am Gehirn einfach einen Gyros wegbaugt. Gyros, Hirnwindung, ist klar, seht ihr da? Einfach um zu sehen, was für ein Power das Gerät hat. Und dann bitte ich euch, mit anderen Anstellungen zu arbeiten, bei denen wir die Amplitude, das ist die linke Kolumne, und die Select-Kolumne hochfahren und haben dann einen Gewebsschutz, der uns erlaubt, die PIA, also das Gehirn, und der Gyros ist weg. Ja? Das ist die erste Übung, einfach, da braucht er wirklich nur einen Gyros ein bisschen anzutatschen. Wenn ich die Fläche berühre an dieser Stelle hier, gehe ich nicht durch die PIA durch. Seht ihr das? Richtig durchdrücken. Und das differenziert jetzt praktisch nicht mehr zwischen irgendwelchen Gewebsbrücken oder ähnlichem. Genau, wenn du reingehst. Das heißt sozusagen aus dem tumortragenden Gyros den gesunden Gyros sehen, ohne dass man durch die PIA durchgeht und die Gefäße damit hält. Versucht bitte noch ein bisschen in die Richtung zu gehen, weil wir gleich zum Tumor, der ist weiter vorne. Okay, jetzt haben wir umgestellt, ne? Du hast gesehen, dass du PIA nicht durchkommst. Okay. So, jetzt habt ihr hier Material, das leicht rosa leuchtet. Wenn ich das, könnt ihr das sehen? Also ist normal, also wenn man das Weißlicht drauf nimmt, würde es komplett weißes Marklager sein. Wenn ich das Rotlicht drauf ziehe, seht ihr eine leichte lachsfarbene Struktur. Das ist im Prinzip, wenn man das mit 5-ALA bei einem Menschen machen würde, die Infiltrationszone. Das ist nicht der knallige Tumor, das ist genau da, wo die Funktionalität ist. Ne? Und das Trainingsobjekt ist jetzt, dass ihr wieder mit der ganz leichten Einstellung gerade eben noch diesen Hauch von ALA wegnehmt. Ja? Und das bedeutet, dass ihr im Präzisionsbereich von 1 bis 2 Millimetern wahrscheinlich sogar noch darunter arbeiten müsst. Aber ich assistiere dir und du siehst unten dieses rosa Leuchten. Ja. Genau, das einmal anrühren und gucken. Das ist wirklich eine komplette, fantastische Simulation, das, was wir im OP haben. Und simuliert und habe festgestellt, dass in 3 Millimetern der kortikospinale Trakt kommt. Ne? Das kann man mit der Stimulationstechnik ja machen. Also, see one, do one, teach one, würde ich sagen.
Also das war schon sehr gut. Ne? Und vor allen Dingen das technische Verständnis ist eigentlich jetzt relativ schnell eingestellt worden. Ich habe sie gefragt, welche Parameter sie nehmen sollte. Die waren falsch eingestellt, ja? Sodass wir das dann korrigiert haben. Und tatsächlich war das Ablatieren, also das Absaugen des Gewebes, sehr präzise. Und das freihand und zum ersten Mal. Schon erstaunlich. Vielleicht ist das ja auch alles gar nicht so schwierig mit der Hirntumorchirurgie.